Hallo nochmal, ich bin die Katharina und ich erzähle euch, wie schon erwähnt, über Figma. Ich weiß nicht, ob jeder Figma kennt, wahrscheinlich. Das ist eine Designer-Software, also UX-UI-Software, wie man sie kennt. Ich habe aber bei der Recherche viele andere Felder entdeckt, die Figma sozusagen anbietet. Genau, werde euch da durchführen und es gibt sogar eine kleine Coding-Session. Wir werden ein Figma-Plugin am Ende entwickeln oder ich werde es ja vorzeigen. Falls ihr Laptops habt, könnt ihr sie rausholen und mitmachen. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach zugucken. Genau, ein paar Worte zu mir. Also ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. Ganz jung habe ich in der Kreation gearbeitet, in Werbeagenturen, fand das doof, habe in die Strategie gewechselt. Nach 6 Jahren fand ich das auch doof. Und dann kam ich auf die Idee, warum nicht zu programmieren. Bin nach Mexiko gegangen, habe ein Bootcamp gemacht und bin zu Full-Stack-Entwicklerin geworden. Fand es aber auch nicht so cool. Und bin dann ins Frontend gewechselt. Das finde ich mittlerweile ganz okay. Vielleicht mache ich irgendwann noch Biologiestudium, weil ich gerne in den Jungle gehen würde und Tiere retten würde, aber das vielleicht in 10 Jahren. Außerdem bin ich im Bildungsbereich sehr aktiv. Also Hackerstolz ist ein Verein, wo ich auch mitgemacht habe, als ich in Mannheim gewohnt habe. Ich wohne nämlich in Hamburg im Moment, aber das ist ja auch nicht in Stein gemeistert. Und in Hamburg gibt es auch noch einen Verein, der heißt Moin World und da bin ich auch als Kursleiterin und Mentorin tätig und unterstütze vor allem Frauen oder das Verein unterstützt die Frauen auf ihrem Wege in die Tech-Branche. So, dann so viel zu mir. Jetzt können wir auch über Figma nochmal sprechen. Also wie gesagt, Figma in meinen eigenen Worten, bevor ich diesen Vortrag gemacht habe oder vorbereitet habe, war einfach eine UX-UI-Software oder ein Tool, was UX-Designer nutzt, was ich ja auch genutzt habe. Allerdings habe ich ja verstanden, dass es nicht der Fall ist, sondern Figma vernetzt vor allem alle im Designprozess beteiligten Personen, sodass Teams schneller bessere Produkte liefern können. Das heißt vor allem, dass es außer Figma, was jetzt einfach für Mockups und irgendwie Prototypen-Erstellung bekannt ist, noch FigJam gibt. Das ist hier unten so ein bisschen abgeschnitten, aber das ist Canva. Das ist ein sehr modernes Tool für Präsentationerstellung. So, jetzt ist es weg. Also FigJam ist quasi so eine Alternative zu Miro-Board. Ich weiß nicht, ob jeder Miro kennt, aber es ist auf jeden Fall so ein Online-Whiteboard, wo man als Team brainstormen kann. Also auf jeden Fall bietet Figma sowas auch. Und das Gute daran, dass man quasi zwischen 2 Tools dann springen könnte und alles, was man dann im Brainstorming sozusagen erschaffen hat, kann man wieder ins Figma rein und vice versa. Und so sind die Prozesse einfach effizienter. Und dann gibt es ja noch Figma Community, da kann man Templates suchen, herunterladen, auch Widgets und Plugins. Und über Plugins sprechen wir auch gleich. Das sind ja die 3 Felder, die Figma ausmachen, also weit mehr als einfach nur ein Design-Tool. Und wie gesagt, über Plugins werde ich heute noch mal genauer sprechen. Also Plugins sind vor allem da, um Prozesse zu automatisieren und Effizienz zu steigern. Und hier ist gleich auch noch ein Use Case. Also ein Designer möchte oder ein UX-Designer möchte einen Prototypen erstellen und das ist ja ein Online-Shop. Und dann sagt er, okay, ich habe halt irgendwie Produktkarten, aber die Produktkarten sind ja alle mit unterschiedlichen Produkten und Informationen befüllt. Und jetzt muss ich diese Produkte ja alle rausfüllen, die Informationen copy-pasten und dann kann ich ja 10 Jahre meines Lebens daran arbeiten, bis es fertig ist. Hier würde man ein Plugin entwickeln, der quasi dieses Problem löst.
Dieses Use Case habe ich aus einem Blogartikel. Ich habe da auch einen Link noch dazu. Ich weiß nicht, ob die Präsentationen dann später geteilt werden. Ja. Dann könnt ihr nochmal nachlesen. Leider gibt es keinen Code, weil das ist irgendwie so für ein Unternehmen gemacht wurde. Aber was er da getan hat, der hat quasi ein Plugin entwickelt. Das ist so eine Art Datenbank. Und also das sieht man in dem Video. Ja, lesen können wir nicht so wirklich, aber auf jeden Fall kann er da ein Produkt auswählen und dann klickt er und bam, muss er nichts mehr per Hand ausfüllen. Voll cool und das kann man mit Hilfe von Figma Plugins machen und das sehr einfach. Ich habe ja auch ausprobiert, also so ist natürlich nicht, aber was Einfacheres. Genau, deswegen sind die ja so cool, die Plugins. Es gibt auch noch andere Beispiele. Da kann man, also ich habe dir ein paar mitgebracht, man kann irgendwie Tabellen aus Spreadsheets importieren und muss dann nichts copy-pasten. Man könnte auch alle Textfelder mit Blindtext befüllen lassen, die Bilder von Unsplash gleich in die Mockups reinladen. Und was es noch gibt, wo ich Angst bekommen habe, dass ich arbeitslos werde, ist ein tolles Plugin, das heißt Aspect. Also der sagt einfach nur, alles, was ich da designe, wird gleich ein React-Component. Irgendwie tendiere ich dazu, dem nicht so zu glauben. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich hoffe, das ist nicht der Fall, sonst wäre es sehr traurig für mich. Genau, es gibt noch viele andere verrückte Sachen. Es geht so weit, dass es sogar schon Konzepte gibt, dass man in das Plugin-Eingabefeld von dem Plugin einfach reinschreibt, wie ein Mockup aussehen sollte und die Software wird das dann halt erstellen und das mit Hilfe von OpenAI, API und GPT-3 Sprachverarbeitungsmodell. Ich habe da noch so einen Sternchentext, damit ich nicht vergesse, was das ist, weil ich nicht so wirklich mit Sprachmodellen mich auskenne. Aber auf jeden Fall kann dieses Ding die Texte schreiben vor allem und das sind sehr gute Texte, die irgendwie den menschlichen sich sehr ähneln. Und können aber außerdem Texte verstehen und ich könnte ja dem theoretisch auch sagen, ich hätte gerne eine mobile Webseite, die keine Ahnung was macht und dann würde ein React-Code für mich schreiben. Auch crazy und genau das würde ja hier passieren. Der würde halt einfach zu Stripe.com gehen, gucken, wie das da alles aussieht und würde das Design in Figma innerhalb von Sekunden erstellen. Das ist jetzt auch ein Mock-up, aber so würde das dann aussehen. Also man kann es ja nicht lesen, aber das ist ja der Eingabefeld quasi da und dann schreibt er genau das, was ich vorher geschrieben habe. Ich hätte gerne so eine Webseite, die wie Stripe.com aussieht und ich glaube, da geht es um Chatbots oder so. Und dann macht er Klick und dann passiert Magic und dann erstellt er ein Mockup mit den ganzen Textlayers und so weiter und so fort. Also es lohnt sich auf jeden Fall in die Plugin Development auch reinzuschauen oder sich genau das angucken, weil das tatsächlich, glaube ich, die Zukunft ist, weil diese ganze Copy-Paste-Geschichte auf jeden Fall sehr viel Zeit einnimmt. Ich habe ja selber mit Figma gearbeitet, zwar nicht auf einem Pro-Level, aber ich glaube, viele UX-UI-Designer kämpfen auch damit, dass sie immer wieder das Gleiche kopieren und anpassen sollten. Und da als Developer kann man natürlich sein Design-Team sehr gut unterstützen. So, genau, jetzt springe ich zu dem Web- versus Desktop-Version von Figma. Das ist wichtig, weil, also ich kenne das ja so, dass Figma eigentlich ein Online-Tool ist und ich kann ja auch Links verschicken und dann können ja auch andere Teammitglieder die Designs, die ich entwickelt habe, nochmal sich angucken. Hier musste ich aber eine Desktop-Version herunterladen, denn Figma, also Plugin Development, braucht diese Version, so dass Figma quasi den Zugang zu dem lokalen Code hat und so den Plugin irgendwie ausführen kann. Deswegen hier schon mal die Liste an Sachen, die man braucht, um überhaupt ein Plugin entwickeln zu können. Das ist ein sehr einfaches Setup. Genau, man braucht ja, wie gesagt, die Desktop-App.
Dann braucht man noch Node.js, NPM braucht man, das habe ich jetzt hier nicht reingeschrieben, aber braucht man. Und dann braucht man noch TypeScript. Also die sagen selber, das ist ja irgendwie Plugins, die man entwickelt, stabiler macht. Wir haben uns über TypeScript auch vorher kurz unterhalten. Ich habe noch nie mit TypeScript gearbeitet. So tiefgründigere Begründung, warum jetzt unbedingt TypeScript, würde ich euch nicht geben können. Aber da gibt es auf jeden Fall, also die Docs sind sehr gut für die Plugin-Development. Ihr könnt ja nochmal nachschauen. Die sagen, die haben Node-Types und diese Node-Types nutzen dann quasi Type als Property und wenn dieses Type dann halt irgendwie nicht gibt oder nicht stimmt, würde noch bevor der Compiler quasi gelaufen ist, würde der Fehler quasi rauskommen und so müsste man am Ende die Software ja nicht debuggen und so sind die Plugins dann stabiler. So, jetzt muss ich ja gucken, genau. Außerdem müsste man noch ein paar andere Sachen installieren, das mache ich jetzt auch vor, aber wir brauchen erstmal sozusagen den Plugin zu kreieren. Ich versuche das, vielleicht geht es ja auch mit einer Hand. Also ich habe hier, ich glaube, das geht. Ich glaube, ich schaffe das. Jetzt möchte aber restarten. Also hier ist schon mal die Oberfläche von Figma Desktop App und hier müsst ihr erstmal als allererstes ein File kreieren. Ich sage jetzt erstmal, das ist ja ein Design-File und hier habe ich den und hier habe ich die Möglichkeit gleich in die Plugins zu gehen, ins Development und dann kann ich einen neuen Plugin hier machen, auch nur für Figma. Ich brauche einen Namen. Test Plugin. Nope, nicht so. Genau, und dann nehme ich das Maximum hier. Und der kreiert quasi so eine Art Boilerplate, was ich auf dem Desktop gleich speichern kann oder sonst wo. Und tada, Plugin ist gemacht. Jetzt kann ich ja dieses Folder, was ich hier habe, nochmal in VS-Code, Drag and Drop funktioniert bei mir manchmal nicht, deswegen vielleicht kann ich das nochmal, Moment. So. Nope, Desktop. Okay, also jetzt erst wird es nicht funktionieren, weil ich ein paar Sachen noch nicht installiert habe. Das müssen wir gleich über Terminal nochmal machen. Aber auf jeden Fall, ihr seht, die Struktur hier ist jetzt auch nicht mega komplex. Also man hat erstmal einmal eine HTML-Datei und einmal eine JavaScript-Datei und einmal eine TS-Datei, TypeScript-Datei. Man würde den Code in TypeScript schreiben und das wird dann quasi in JavaScript übersetzt, also nie in der JavaScript-Datei arbeiten, sondern immer in der TypeScript-Datei. Und die sind ja auch schon miteinander verlinkt, diese zwei Dateien. Also das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, Sachen zu schreiben, wird das gleich auch für Plugin übernommen und wir können das auch gleich testen, also easy. So, aber bevor das überhaupt geht, müsste ich nochmal die zwei Sachen installieren. Och, jetzt muss ich die aber kopieren, das geht. So, einmal npm. Das wird er nicht machen. So, jetzt. Also das ist einmal so Plugin-Typings von Figma, die quasi diese Types nochmal hier installieren, damit wir die nutzen können, weil vorher wusste er natürlich nicht, was Figma ist und Xenode und so weiter und so fort. Und einmal müsste man noch diese TypeScript-Erweiterung installieren. Nee, die ging hier nicht so. Moment, jetzt habe ich ja was. Damit die Änderungen, die wir in TypeScript machen, sofort in JavaScript-Datei übernommen werden können. Das war mit
B, glaube ich. Moment, jetzt finde ich, ich muss ja nur noch B finden. Da ist. Okay, das geht jetzt nicht. Moment. Ja, auch nicht. So, nee, das versteht er nicht. Moment. Weil ich hatte ja hier nämlich eine. Ja, doch, das habe ich doch gemacht. Okay, nochmal. So, jetzt. Genau, dann muss ich das hier anklicken. So, und so muss das jetzt funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt in meine Datei hier gehe und irgendwie refreshe, soll er eigentlich mein Plugin hier zeigen. Das tut er aber nicht. Eieiei. So, gespeichert habe ich das, ne? Das ist jetzt Test-Plugin. Test-Plugin. Ja, vielleicht soll ich den nochmal ausführen. Ja, Also es gibt auf jeden Fall schon ein Plugin, was quasi vorprogrammiert ist, wie so eine Art Boilerplate. Und man könnte entweder zum Spielen einfach den nochmal verändern oder man kann ja natürlich einen ganz neuen aufbauen. Ich habe mich ja dafür entschieden, den jetzt einfach zu verändern. Hier, wenn ich auf Create klicke, sind ja so diese 5 Rechtecke zu sehen und jedes Mal, wenn ich jetzt 5 mache, sind die an der gleichen Stelle, immer wieder werden die da erscheinen und ich habe überlegt, ob ich vielleicht Sternchen daraus mache und man kann ja natürlich noch Abstand verkürzen und. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, man kann da in der Dokumentation dazu was lesen. Also das sind ja die Nodes, über die ich ja gesprochen habe und das ist jetzt eine Star-Node und ich kann sagen, ich habe hier so dieses Create Rectangle-Funktion quasi, die ich ja aufrufe und ich kann sagen, okay, ich möchte nicht mehr, dass es ein Rectangle ist, sondern dass es jetzt ein Stern ist und dann kann ich das aus der Doku kopieren und einfügen und boom, sind es schon die Sternchen, wenn das jetzt wieder funktioniert. Das muss ich immer wieder löschen, so wie ich es verstanden habe, wenn ich das testen möchte. Das heißt, ich kann ja Sternchen machen. Also eigentlich ist es einfach, wenn man JavaScript oder vor allem TypeScript schon mal angewendet hat, dann kann man zumindest das, was da angeboten, also das Standard-Plugin kann man sehr einfach verändern. Es gibt genau, also es gibt ja noch diese UI-Oberfläche, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine HTML-Code ändern möchte, dann gehe ich natürlich hier rein und das sind ja keine Rectangles, sondern einfach die Sterne. Also kann ich dann sagen, okay, das ist der Star und ich möchte ja, also das ist so HTML 1990 wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Also falls ihr gut in HTML seid, das ist die Zukunft. Genau, dann könnt ihr nochmal gucken, ob das jetzt funktioniert hat. Also man testet dann immer wieder in dem Software hier. Genau, mache ich nochmal Update. Sind jetzt 3 Sterne, heißt Star Creator und so weiter und so fort. Was auch noch wichtig ist, bevor ich jetzt irgendwie hier, eigentlich habe ich dann Blümchen zu Hause gemacht, außer Sternchen, aber ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Ich glaube, die Logik ist klar. Man geht einfach in die Doku und kopiert sich die Funktionen, die man braucht und dann wird ja schon irgendwie ein neues Shape da kreiert. Ja, genau. Also die 2 Sachen, die wichtig sind, ach nein, das ist alles falsch.
Okay, hier wollte ich landen. Also, wenn man ja sozusagen neu damit startet, muss man immer dieses Figma Show UI verwenden, damit es überhaupt irgendwie in die Oberfläche von Figma Web App kommt. Und dann funktioniert die HTML-Datei mit der JavaScript-Datei mit Hilfe von diesem Post-Message und dann in JavaScript dann On-Message. Das haben wir ja auch hier. Und dann muss man ja dieses Element auch richtig benennen. Also das heißt, wenn das ja keine Rechtecke sind, sondern Sterne, dann muss ich hier das ändern, weil das ist ja dieses Post-Message. Und dann das gleiche in TypeScript machen. War das Star oder Stars? Ich glaube Star. So, genau. Und das müsste ja auch funktionieren. Also das ist quasi für jeden Anfang sehr wichtig, dass man immer noch mit diesem Post-Message und dann diesem anderen Befehl hier arbeitet. Also Show UI. Ich gucke nochmal, ob ich nichts kaputt gemacht habe und dann ja, okay, das funktioniert. Aber die Docs sind richtig gut. Also falls ihr euch jetzt für die Plugin Development interessiert, könnt ihr auf jeden Fall, also die Links habe ich ja auch, glaube ich, da reingepostet, könnt ihr auf jeden Fall nochmal weiter dazu lesen. Ich glaube, so richtig in Detail kann man leider in 30 Minuten nicht reingehen. Aber was ich euch noch auf den Weg geben wollte, so, das war das. Also es gibt so eine Konferenz, die heißt Config. Dieses Jahr war sie im Mai. Also man muss ja nicht immer dabei sein. Es gibt ja immer eine Aufzeichnung. Man kann die ja auf YouTube immer finden, auch fürs letzte Jahr. Und diese sprachbedingte Mockup-Erstellung, was ich euch gezeigt habe, das war tatsächlich von Config 2021. Das findet man auf YouTube. Der Typ ist richtig crazy. Falls ihr euch interessiert, könnt ihr den nochmal anschauen. Der hat dann noch ein paar weitere Plugin-Ideen und ist auf jeden Fall sehr spannend, was er da erzählt. Natürlich könnt ihr euch noch in Figma Community umschauen. Das ist auch richtig cool. Vor allem, man muss dann nicht immer alles selber machen, man kann ja auch copy-pasten von den anderen. Ja, und ich glaube, somit ist meine Präsentation beendet, aber ihr könnt natürlich noch Fragen stellen. Ich hoffe, ich kann sie beantworten.